about the young baby? He's absolutely beautiful, doing really well, and we're so thrilled. Sie hat immer geschwiegen. Abseits der Schlagzeilen, hinter den Toren des Palastes. Aber jetzt, Carol Middleton, die Mutter der zukünftigen Königin Catherine, bricht endlich ihr Schweigen. Und was verriet sie über Prinzessin Charlotte? Es versetzte sogar die königliche Familie in Erstaunen. Carol Middleton, Prinzessin Catherines Mutter und Großmutter von Prinzessin Charlotte, hat offen und herzerwärmend über ihre persönliche Beziehung zu ihrer Enkelin gesprochen und dabei eine unerwartete Intimität gezeigt. Warum ist ihre Verbindung so unterschiedlich? Entdecken Sie mit uns Carol Middletons Erzählung über ihre enge Beziehung zu ihrem Enkelkind. Geben Sie 1 ein, wenn Sie glauben, dass Charlotte eines Tages selbst Königin werden wird. Oder 0, wenn Sie glauben, dass ihr eine andere Zukunft bevorsteht. Prinzessin Charlotte und Carol Middleton verbindet eine besondere Affinität. Carol Middleton hat ihre Rolle als liebevolle Großmutter nach der Geburt von Prinzessin Charlotte am 2. Mai 2015 voll und ganz angenommen. Sie hat für Trost, Weisheit und einen Sinn für Routine gesorgt, der in königlichen Kreisen manchmal fehlt. Carol hat sich aktiv an Charlottes Erziehung beteiligt, im Gegensatz zu den Großeltern aus früheren königlichen Zeiten, die dazu neigten, sich aus dem Rampenlicht zu halten. Ihr fürsorglicher Einfluss hatte einen tiefgreifenden Einfluss auf das Wachstum der kleinen Prinzessin. Carol Middleton ist keine typische Oma. Nachdem sie Partyartikel erfolgreich in eine bekannte Marke verwandelt hat, versteht sie den Wert von Anstrengung, Ausdauer und Bescheidenheit. Dies sind die Ideale, die sie ihrer Tochter Catherine, Prinzessin von Wales, beigebracht hat und die sie derzeit ihrer Enkelin Charlotte beibringt. Carol hat Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis ständig unterstützt und besuchte häufig Anmer Hall, wo die walisische Familie auf dem Land entspannt. Sie macht mehr als nur vorbeizuschauen und an Aktivitäten teilzunehmen. Sie beteiligt sich mit Begeisterung an ihren täglichen Aktivitäten. Carol sorgt dafür, dass die Kinder ihre königlichen Pflichten verstehen und ermöglicht ihnen gleichzeitig eine bodenständige Erziehung, die die Erhabenheit des königlichen Lebens mit den Annehmlichkeiten der Familientraditionen verbindet. Prinzessin Charlotte wuchs im Adelaide Cottage des Kensington Palace auf und ist mit königlichen Ritualen und Anforderungen vertraut. Ihre Beziehung zu Carol Middleton eröffnet ihr jedoch eine neue Perspektive und unterstreicht, wie wichtig es ist, der Familie Vorrang einzuräumen und eine bodenständige Mentalität zu bewahren. Menschen, die der königlichen Familie nahestehen, betrachten Carol als entscheidend für den Zusammenhalt der Familie Middleton, und ihr Einfluss geht über ihre Verwandten hinaus. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der nächsten königlichen Generation und sorgt dafür, dass diese ein starkes Gefühl der Autonomie und des Selbstbewusstseins entwickelt. Charlottes ungewöhnliche, von Carol inspirierte Eigenschaften unterschieden sie von früheren königlichen Kindern, die normalerweise durch strenge Beschränkungen geschützt waren. Carols Einfluss ermöglicht es Charlotte, im Gegensatz zu ihren königlichen Vorfahren, die Reinheit der Jugend zu schätzen. Alltägliche Aktivitäten wie Singen, Spielen und Geschichten erzählen prägen Charlottes Erziehung. Diese Kombination von Erfahrungen sorgt dafür, dass Charlotte eine fürsorgliche und faszinierende Kindheit hat und sich gleichzeitig auf ihre königlichen Verpflichtungen vorbereitet. Prinzessin Charlottes unverschämtes Selbstvertrauen und ihr echtes Charisma unterscheiden sie von ihrem Bruder, Prinz George. Während George normalerweise zurückhaltend ist Charlotte für ihre kontaktfreudige und offene Art bekannt. Beobachter haben festgestellt, dass diese Eigenschaften anscheinend von Carol Middleton geerbt wurden, die für ihr freundliches und enthusiastisches Temperament bekannt ist. Charlotte hat sich in der Öffentlichkeit stets ein fröhliches und energisches Auftreten bewahrt. Sie hat ihre Entschlossenheit, sie selbst zu sein, unter Beweis gestellt, indem sie wichtige Personen mutig begrüßte und ihre ältere Schwester bei königlichen Zeremonien neckend zum Schweigen brachte. Analysten glauben, dass Carol einen erheblichen Einfluss auf Charlottes Gefühl der Autonomie und des Selbstvertrauens hatte und dafür sorgte, dass sie sich ihres Wertes bewusst wurde, der über die bloße Rolle als Ersatz für den Haupterben hinausgeht. Charlotte hat das Glück, von ihrer Großmutter sowohl eine königliche Ausbildung als auch eine geerdete Erziehung genossen zu haben, was ihr dabei helfen wird, sich zu einem vielseitigen Menschen zu entwickeln. Diese Kombination von Erfahrungen wird ihr in Zukunft sicherlich helfen. Sie verleiht ihrem Charakter Selbstvertrauen und Anmut. Carol Middleton hat offen mit ihrer Enkelin über einige ihrer Freizeitbeschäftigungen gesprochen.
Obwohl Charlotte regelmäßig privat bei königlichen Anlässen gesehen wird, ist sie immer noch ein kleines Kind, das gerne Zeit mit seiner Oma verbringt. Backen ist für sie zu einer geschätzten Tradition geworden. Wenn Carol zu Besuch kommt, backen sie und Charlotte gerne Kuchen und Kekse. Diese Tradition erinnert an Catherines Kindheit, als Carol großen Wert auf die Zeit mit der Familie in der Küche legte. Charlotte freut sich darauf, diese Tradition mit ihrer Oma fortzuführen, da sie ihrer Mutter bereits beim Backen geholfen hat. Ihre Backsitzungen ermöglichen es ihnen, in einer warmen und fröhlichen Atmosphäre Kontakte zu knüpfen und Erinnerungen zu schaffen, die jahrelang anhalten. Carol ermutigt Charlotte, neben dem Kochen auch an anderen Outdoor-Aktivitäten teilzunehmen, wie zum Beispiel Gartenarbeit und Spaziergänge in der Natur in Anmer Hall. Charlotte genießt es, Blumen anzubauen und dank der Ermutigung ihrer Großmutter etwas über die Umwelt zu lernen. Diese Liebe zur Natur erinnert an die ländliche Kindheit der Familie Middleton, als Catherine und ihre Geschwister lernten, die Schönheit und Einfachheit der Natur zu schätzen. Carol hat Charlotte dabei geholfen, ihrer Liebe zum Reiten nachzugehen, einem Hobby, das sie von ihrer Urgroßmutter, Königin Elizabeth II, geerbt hat. Carol ist überglücklich zu sehen, wie Charlotte Reitkünste erlernt, denn sie glaubt daran, ihren Enkelkindern Freude und Selbstvertrauen zu vermitteln. Carol und Charlotte haben eine enge Beziehung, da sie beide gerne lesen und Geschichten erzählen. Wenn Carol zu Besuch kommt, erzählt sie ihren Enkelkindern gerne Gute-Nacht-Geschichten. Diese Praxis hatte einen großen Einfluss auf Charlottes erfinderisches Denken und ihre neugierige Einstellung, was Carols Glauben an den Wert von Bildung und geistigem Wachstum bestärkt. Charlottes Alltag dreht sich um Musik und Tanz. Sie hat begonnen, Tanzkurse zu besuchen, und Carol fördert ihren künstlerischen Instinkt. Carol fördert kontinuierlich das kreative Talent ihrer Enkelin, egal ob sie zur Musik tanzt oder Konzerte besucht. Carol Middletons Einfluss auf Prinzessin Charlotte geht weit über die Rolle einer traditionellen königlichen Großmutter hinaus. Sie fungiert als Orientierungshilfe, spendet Trost und spielt eine wichtige Rolle bei Charlottes Entwicklung zu einem selbstbewussten und flexiblen Menschen. Doch was macht diese Freundschaft einzigartig? Finden wir es heraus. Charlottes Zukunft in der königlichen Familie gestalten. Traditionell spielten Großmütter mütterlicherseits keine nennenswerte Rolle bei der Aufzucht königlicher Nachkommen. Traditionell hatten königliche Kindermädchen und Höflinge väterlicherseits einen größeren Einfluss auf das frühe Leben der königlichen Kinder. Trotzdem hat Carol Middleton diese Tradition in Frage gestellt und gezeigt, dass eine starke Mutterfigur genauso wichtig ist, um das Schicksal eines königlichen Kindes zu bestimmen. Ihre Beziehung zu Prinzessin Charlotte veranschaulicht, wie sich die Beziehungen der britischen Königsfamilie verändern, und unterstreicht auch die Bedeutung familiärer Bindungen für eine ausgewogene Erziehung. Carol Middletons Teilnahme an Charlottes Kindheit stellt sicher, dass sie ein Gefühl der Sicherheit, Zuneigung und Beständigkeit entwickelt, Eigenschaften, die in der strengen und zeremoniellen Welt des Königshauses nur schwer aufrechtzuerhalten sind. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als Großmütter zurückhaltend waren, hat Carol eine aktive Rolle in der Entwicklung ihrer Enkelin übernommen und die Kluft zwischen königlichen Idealen und den Freuden der gewöhnlichen Jugend überbrückt. Ihr Einfluss zeigt sich möglicherweise nicht nur in Charlottes Entwicklung, sondern auch im Erziehungsstil von Catherine und Prinz William, da sie aktiver und mitfühlender geworden sind. Charlottes Erziehung unterscheidet sich von der üblichen königlichen Erziehung. Carols Fürsorge schafft eine Kindheit voller Liebe, Bildung und Freude. Carol und Charlotte verbringen gemeinsam Zeit beim Backen, spielen Spiele im Freien und führen tiefgründige Gespräche, was ihre Freundschaft stärkt. Ihre Verbindung ist ermutigend und motivierend und setzt einen neuen Standard für königliche Großmütter, indem sie den Wert der Liebe und der aktiven Teilnahme an der Erziehung zukünftiger Könige betont. Prinzessin Charlotte ist vielleicht nicht wie ihr Bruder Prinz George die nächste Thronfolgerin, aber ihr Platz in der königlichen Familie ist bedeutsam. Die Rolle des Ersatzes hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, wobei Charlotte zu einem starken Sinn für Zielstrebigkeit und Identität erzogen wurde. Im Gegensatz zu früheren Generationen, in denen jüngere königliche Geschwister häufig vernachlässigt wurden, hatten viele ehemalige Nachkommen Schwierigkeiten, sich in die königliche Familie zu integrieren und lebten manchmal im Schatten ihrer älteren Geschwister. Prinz Andrew beispielsweise stand oft im Schatten seines älteren Bruders. König Karl III. Prinzessin Margaret hatte Mühe, ihre königlichen Pflichten mit ihren persönlichen Ambitionen in Einklang zu bringen.
In der aktuellen Generation äußerte Prinz Harry offen seine Schwierigkeiten als jüngerer königlicher Bruder und fühlte sich unsicher über seinen Platz in der Monarchie. Charlottes Erziehung weicht von den üblichen Konventionen ab. Mit der Hilfe ihrer Eltern und Carol Middleton entwickelt sie ein starkes Gefühl der Selbstsicherheit. Sie ist mehr als nur ein weiteres Mitglied der königlichen Familie. Stattdessen wird sie zu einem einzigartigen Individuum mit bestimmten Eigenschaften und Verantwortlichkeiten geformt. Carol Middletons Erfahrung als selbstständige Unternehmerin gibt ihr eine einzigartige Perspektive auf Erfolg und Verantwortung. Bevor sie Mutter einer königlichen Persönlichkeit wurde, gründete sie mit ihr Partyartikel, die sich zu einem profitablen Unternehmen entwickelten. Sie versteht, dass Erfolg nicht nur durch Privilegien, sondern auch durch Hingabe, Beharrlichkeit und Stärke erreicht wird. Dies sind die Lektionen, die sie Catherine beigebracht hat und die sie jetzt Charlotte beibringt. Im Gegensatz zu früheren königlichen Kindern, die mit Anspruch erzogen wurden, wird Charlotte der Wert harter Arbeit und Disziplin beigebracht. Carol ermutigt ihre Enkelin schon in jungen Jahren, Verantwortung zu übernehmen, was Unabhängigkeit und Motivation fördert. Quellen zufolge hilft Charlotte gerne bei verschiedenen häuslichen Aktivitäten wie der Zimmereinrichtung, dem Kochen und der Pflege der Haustiere der Familie. Diese scheinbar kleinen Pflichten vermitteln ihr eher die Bedeutung von Verantwortung als das Gefühl, Anspruch auf Vergünstigungen zu haben. Auch wenn sie noch jung ist, hat Prinzessin Charlotte in der Öffentlichkeit großes Selbstvertrauen und Eleganz bewiesen. Ganz gleich, ob sie an offiziellen königlichen Terminen teilnimmt oder Umstehende mit ihrem lustigen, aber dennoch gelassenen Auftreten in ihren Bann zieht. Sie hat eine instinktive Fähigkeit bewiesen, mit anderen in Kontakt zu treten. Carol hat bei der Erstellung dieses Attributs mitgeholfen. Carol hat oft betont, dass Mitgefühl, Respekt und Eleganz wesentliche Merkmale eines Mitglieds der königlichen Familie sind. Indem sie Charlotte diese Prinzipien schon in jungen Jahren vermittelt, stellt sie sicher, dass sie zu einer selbstbewussten Dame heranwächst, die in der Lage ist, die Komplexität des königlichen Lebens zu meistern und dabei authentisch zu bleiben. Charlottes öffentliches Auftreten spiegelt diese Wirkung wider, da sie ihre sozialen Fähigkeiten unter Beweis stellte, indem sie bedeutenden Personen die Hand schüttelte, sich mit königlichen Fans unterhielt und sogar ihren älteren Bruder, Prinz George, bei formellen Verlobungen disziplinierte. Diese Situationen unterstreichen ihr aufkeimendes Führungstalent, das durch die unerschütterliche Liebe und Unterstützung ihrer Familie geschärft wurde. Carol Middleton spielte eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Charlottes Erziehung, die sich von früheren königlichen Generationen dadurch unterscheidet, dass starke Familienbeziehungen im Vordergrund stehen. Frühere königliche Kinder hatten distanzierte und formelle Beziehungen zu ihren Großfamilien, aber Charlotte pflegt eine tiefe und liebevolle Beziehung zu ihren Großeltern, Tanten, Onkeln und Cousins. Sie verbringt häufig Zeit im Bucklebury Manor, dem Haus der Familie Middleton, um den Verpflichtungen königlicher Pflichten zu entfliehen und einen entspannteren Lebensstil zu führen. Catherine und Prinz William sind entschlossen, diese Verbindung für ihre Kinder aufrechtzuerhalten, da sie sich der Notwendigkeit eines robusten Unterstützungssystems bewusst sind. Carols Engagement ist entscheidend dafür, dass Charlotte und ihre Geschwister sich nie allein oder von ihren königlichen Verpflichtungen überfordert fühlen. Viele königliche Beobachter glauben, dass Charlottes zukünftige Rolle in der Monarchie sich stark von der ihrer bisherigen Amtszeiten unterscheiden wird. Dank Carols Einfluss, Catherines und Williams zeitgenössischen Erziehungsansätzen und den starken familiären Beziehungen, die sie seit ihrer Kindheit pflegt, wird Charlotte in der Lage sein, eine große und wichtige Rolle innerhalb der königlichen Familie zu spielen. Sie wird nicht nur in den Hintergrund treten, sondern als mächtiges und selbstbewusstes Mitglied der königlichen Familie hervortreten. Für königliche Kinder ist es praktisch schwierig, ein geregeltes Leben zu führen. Wie kann Carol trotz ihrer königlichen Erziehung ihre Enkelin als normales Kind erziehen? Carol Middletons Einfluss auf die Kindheit von Prinzessin Charlotte. Ein Kind in der königlichen Familie großzuziehen, war schon immer schwierig, da man Traditionen aufrechterhalten und gleichzeitig ein Gefühl der Normalität vermitteln wollte. Zuvor waren königliche Kinder an strenge Vorschriften gebunden und hatten wenig Unabhängigkeit oder persönliche Freiheit. Carol Middleton hingegen hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, Prinzessin Charlotte aufgrund ihrer königlichen Erziehung eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen. Prinz William und Catherine, Prinzessin von Wales, haben seit langem erklärt, dass sie ihre Kinder auf eine Weise erziehen möchten,
die königliche Traditionen mit modernen Erziehungsansätzen verbindet. Catherines Technik ist vor allem von ihrer Jugend in der Familie Middleton beeinflusst, wo Liebe, Familienethik und Selbstvertrauen integrale Bestandteile des täglichen Lebens waren. Carol Middleton hat dafür gesorgt, dass dieselben Werte in Charlotte gelehrt werden, sodass sie sich in einem unterstützenden und ermutigenden Umfeld entfalten kann. Im Gegensatz zu früheren königlichen Kindern, die normalerweise von ihren Familien isoliert und von Gouvernanten oder Palastdienern aufgezogen wurden, wurde Charlotte die Möglichkeit geboten, in einer entspannteren, familienorientierten Umgebung aufzuwachsen. Sie nimmt an Spielverabredungen mit Freunden, Ausflügen ins Grüne und anderen Dingen teil, die Kinder in ihrem Alter tun würden. Charlotte wird häufig gesehen, wie sie Fahrrad fährt, Zeit mit ihren Geschwistern verbringt und Outdoor-Abenteuer unternimmt, genau wie ihre Mutter es in ihrer Kindheit getan hat. Diese Kombination sorgt dafür, dass Charlotte Selbstvertrauen, Widerstandskraft und eine abwechslungsreiche Persönlichkeit entwickelt, die nicht von den erdrückenden Zwängen des königlichen Lebens belastet wird. Carol Middleton hilft Charlotte auf verschiedene Weise dabei, auf dem Boden zu bleiben, unter anderem indem sie einen Rückzugsort in ihrem Haus in Bucklebury, Berkshire, anbietet. Das Anwesen der Familie Middleton ermöglicht es Charlotte und ihren Geschwistern, öffentlicher Kontrolle und königlichen Verfahren zu entgehen. Im Gegensatz zur Pracht königlicher Paläste ist Bucklebury Manor ein komfortables, freundliches Familienhaus, in dem Charlotte einfache Freuden wie das Spielen im Garten, das Kochen mit ihrer Oma und das Herumtollen mit ihren Cousins genießen kann. In Bucklebury ist Charlotte mehr als eine Prinzessin. Sie ist Teil einer Familie, die es ihr ermöglicht, die grundlegenden Freuden der Kindheit zu erleben. Der Aufenthalt in dieser Umgebung vermittelt ihr ein Gefühl der Sicherheit und Zuneigung und unterstreicht die Bedeutung familiärer Beziehungen gegenüber der gesellschaftlichen Stellung. Die Middletons legen seit langem Wert auf enge familiäre Bindungen. Und Carol trägt entscheidend dazu bei, dass Charlotte und ihre Geschwister trotz ihres königlichen Status auf dem Boden bleiben. Carol hat Charlottes Erziehung beeinflusst, indem sie Beziehungen zu Menschen außerhalb der königlichen Kreise pflegte. Traditionell durften königliche Kinder nur mit aristokratischen oder königlichen Freunden verkehren. Aber Charlotte wurde ermutigt, Beziehungen zu Jugendlichen aus allen Gesellschaftsschichten aufzubauen. Carol betont den Wert echter Verbindungen gegenüber solchen, die auf sozialer Stellung basieren. Berichten zufolge hat Charlotte durch schulische Aktivitäten, außerschulische Aktivitäten und Spielverabredungen bei ihrer Oma Freundschaften geschlossen. Der Umgang mit Kindern außerhalb des königlichen Kreises hilft ihr dabei, wichtige soziale Fähigkeiten zu erwerben, die ihr auf lange Sicht nützlich sein werden. Ob sie sich unter ihre Klassenkameraden mischt, an Gruppensportarten teilnimmt oder an Feiern teilnimmt. Charlotte verbessert ihre Fähigkeit, mit Menschen unterschiedlicher Herkunft zu kommunizieren, was für ihre zukünftige Position als königliche Persönlichkeit wichtig sein wird. Carols Wirkung auf Charlotte geht über die Schulzeit hinaus. Sie vermittelt ihr Unabhängigkeit und Verantwortungsbewusstsein. Carol erzieht Charlotte dazu, selbstständig zu sein und kleine Aufgaben alleine zu erledigen, im Gegensatz zu anderen königlichen Kindern, die ständig belastet sind. Carol vermittelt in ihrer Erziehung, wie wichtig es ist, aufzuräumen, bei der Hausarbeit zu helfen und persönliche Besitztümer zu pflegen. Die kurzen, aber wirkungsvollen Lektionen helfen ihr, ein starkes Gefühl der Selbstbeherrschung und Verantwortung zu entwickeln, was wichtig sein wird, wenn sie sich weiterentwickelt und größere Verantwortung innerhalb der königlichen Familie übernimmt. Angeblich hilft Charlotte ihrer Oma gerne bei verschiedenen Aufgaben wie Gartenarbeit, Backen und dem Anfertigen von Dankesbriefen, die Carol als Ausdruck des Respekts und des Dankes an ihre Kinder weitergab. Charlottes Oma hat ihr geholfen, ein Selbstbewusstsein und eine Orientierung zu entwickeln. Ihr wird klargemacht, dass sie mehr als nur ein Mitglied der königlichen Familie ist. Sie besitzt besondere Eigenschaften. Charlottes Erziehung unter Carols Einfluss war erfüllt von Liebe, Ermutigung und lebenswichtigen Lektionen, anstatt von den Verpflichtungen der königlichen Pflichten überwältigt zu werden. Der Rat von Carol Middleton wird einen großen Einfluss auf Charlottes Fortschritt haben. Carol hat ihrer Enkelin die Qualitäten Mitgefühl, Stärke und Verantwortungsbewusstsein vermittelt, die sie zu einer fähigen und liebevollen Person machen werden, die bereit ist, ihren Verpflichtungen als Prinzessin nachzukommen und ihre Träume zu verwirklichen. Carol Middletons Rolle in Charlottes Erziehung veranschaulicht die Bedeutung familiärer Beziehungen in einer sich ständig verändernden Monarchie und zeigt,
dass ein liebevoller und aktiver Umgang mit der Erziehung selbst innerhalb der etabliertesten Institutionen großen Einfluss haben kann. Ihre Taten haben nicht nur die Vorstellung einer königlichen Großmutter verändert, sondern auch den Kurs der britischen Königsfamilie beeinflusst, indem sie Liebe, Stabilität und Authentizität betonten. Also, where is Carol Middleton? Warum ist sie für Charlotte so besonders? Lasst uns darauf eingehen. Die Self-Made Lady hinter der zukünftigen Königin. Carol Middleton war eine ehrgeizige junge Frau mit der Hoffnung, ihren eigenen Weg zu gehen, bevor sie Großmutter einer zukünftigen Königin oder eine in königlichen Kreisen bekannte Persönlichkeit wurde. Carol Goldsmith. Geboren und wuchs in Southall auf, einem Londoner Stadtteil mit niedrigem Einkommen. Carols Herkunft war bescheiden, aber dadurch wurde ihr schon in jungen Jahren eine starke Arbeitsmoral vermittelt. Ihr Vater war Tischler und ihre Mutter arbeitete in einem Juweliergeschäft. Ihre Hartnäckigkeit und Beharrlichkeit legten den Grundstein für ihren zukünftigen Erfolg und beeinflussten sowohl ihre Tochter Catherine, Prinzessin von Wales, als auch ihre Enkelin, Prinzessin Charlotte. Carol begann ihre Karriere als Flugbegleiterin bei British Airways, wo sie andere Kulturen kennenlernte und den Wert von Disziplin und Verantwortung lehrte. Während dieser Zeit lernte sie Michael Middleton kennen, einen Kollegen aus der Fluggesellschaft, der später ihr Ehemann werden sollte. Während ihre ersten gemeinsamen Jahre angenehm waren, strebte Carol danach, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, das finanzielle Stabilität und Unabhängigkeit bieten würde. 81 ging sie ein Risiko ein und gründete Party Pieces, ein kleines Unternehmen, das Partymaterialien verkaufte. Ursprünglich handelte es sich um eine kleine Versandhandelsfirma, die vom Haus der Familie Middleton ausgeführt wurde. Doch schnell entwickelte sich daraus ein florierendes Unternehmen mit Millionenwert. Carols ausgeprägter Geschäftssinn, Tatkraft und unerschütterliche Hingabe trugen dazu bei, Party Pieces zu einer bekannten Marke im Vereinigten Königreich zu machen. Carol war in der Lage, das finanzielle Umfeld der Familie Middleton durch einfache, harte Arbeit umzugestalten und sie zu einem Erfolgs- und Wohlstandsniveau zu führen, das ausschließlich ihr eigen war. Im Gegensatz zu anderen, die in die aristokratische Gesellschaft einheirateten, erbte Carol ihren Rang nicht. Sie hat es von Grund auf neu geschaffen. Carol und Michael konnten ihren Kindern mit der Entwicklung ihres Unternehmens einen luxuriösen Lebensstil ermöglichen. Sie zogen nach Bucklebury, Berkshire, einer malerischen Gegend in England, und sorgten dafür, dass ihre Kinder Zugang zu hervorragender Bildung hatten. Catherine besuchte das Marlborough College, eine angesehene Schule, die ihr dabei half, ihr Selbstvertrauen und ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln und sie auf das Leben als Mitglied der britischen Königsfamilie vorzubereiten. Auch als ihr Reichtum wuchs, pflegten die Middletons enge familiäre Beziehungen. Sie schufen ein persönliches und unterstützendes häusliches Umfeld. Im Gegensatz zur allgemein starren und traditionellen Erziehung königlicher Kinder. Carol beteiligte sich aktiv an der Elternschaft, tauchte in das tägliche Leben ihrer Kinder ein und brachte ihnen die Eigenschaften von Anstrengung, Bescheidenheit und Selbstvertrauen bei. Als Catherine während ihres Studiums an der University of St. Andrews eine Romanze mit Prinz William begann, konzentrierten sich die Medien auf Carols Abstammung. Einige betrachteten sie als eine unorthodoxe Person außerhalb der aristokratischen Gruppe, während andere ihren Mut und ihre Hingabe an ihre Familie lobten. Trotz unterschiedlicher öffentlicher Meinungen blieb Carol sich selbst treu und weigerte sich, ihre Ideale von Kritik überschatten zu lassen. Carol Middleton, die Großmutter von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, spielt weiterhin eine wesentliche Rolle bei der Bildung der nächsten Generation der Royals. Sie unterscheidet sich von herkömmlichen königlichen Großmüttern dadurch, dass sie sich aktiv an der Entwicklung ihrer Enkelkinder beteiligt und ihnen Zuneigung und Rat gibt, um die Strenge des Palastlebens auszugleichen. Besonders deutlich wird ihr Einfluss bei Prinzessin Charlotte, die mit einer Mischung aus alten königlichen Bräuchen und modernen Werten aufwächst. Carol hat dafür gesorgt, dass Charlotte trotz ihres Status als Mitglied der königlichen Familie eine normale Kindheit hatte. Charlotte wird nicht wie frühere königliche Kinder erzogen, die größtenteils von Gouvernanten und Palastdienern betreut wurden. Stattdessen wächst sie in einem familienorientierten Umfeld auf. Charlotte hat die Freiheit, draußen zu spielen, die Landschaft zu erkunden und die einfachen Freuden der Kindheit zu genießen. Carols Anwesenheit gibt Charlotte ein Gefühl von Stabilität und Normalität und unterstreicht die Bedeutung starker familiärer Beziehungen.
Carols Einfluss auf die jüngeren Mitglieder der königlichen Familie hat mehr Aufmerksamkeit erhalten als Königin Camilla oder die verstorbene Königin Elizabeth II. Ihr aktives Engagement als Oma hat den Charakter und die Zukunftsaussichten von Prinzessin Charlotte entscheidend geprägt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Prinzessin mit dem Selbstvertrauen, der Belastbarkeit und der Ethik aufwächst, die sie zur Bewältigung ihrer königlichen Aufgaben und persönlichen Ambitionen benötigt. Carol Middletons praktischer Erziehungsstil geht über die Erziehung von Kate hinaus bis hin zur Beeinflussung von Charlotte. Wenn es um ihre Kinder geht, glaubte Carol Middleton immer fest an Liebe, Disziplin und eine starke Hingabe, ihnen dabei zu helfen, ein starkes Gefühl dafür zu entwickeln, wer sie sind. Carol hatte einen großen Einfluss auf ihre beiden Kinder, sei es durch die Fürsorge von Prinzessin Catherine von Wales oder durch die Wirkung, die sie in den ersten Lebensjahren von Prinzessin Charlotte erlebte. Ihr fürsorglicher Umgang mit der Erziehung, der ein Gleichgewicht zwischen Wärme und Grenzen herstellt, hat einen unauslöschlichen Eindruck auf die Zukunft der königlichen Familie des Vereinigten Königreichs hinterlassen. Als kleines Mädchen wuchs Kate Middleton in Bucklebury, Berkshire, bei einer Familie auf, die sie liebte und für sie sorgte. Das war, bevor sie Königin wurde. Carol Middleton war eine sowohl enthusiastische als auch aktive Mutter und legte Wert darauf, die Bildung und das Wohlergehen ihrer Kinder stets in den Vordergrund ihrer Prioritäten zu stellen. Bei der Erziehung ihrer 3 Kinder Kate, Pippa und James bevorzugte Carol einen praktischen Ansatz. Dies stand im Gegensatz zu den Adelsfamilien, die üblicherweise auf Kindermädchen angewiesen waren. Es war ihr Traum, Kindern eine umfassende und mitfühlende Erziehung zu bieten, indem sie aktiv an den Aktivitäten teilnimmt, an denen sie normalerweise teilnehmen. Sie hatte nicht nur vor, ihren Kindern durch ihre erfolgreiche Geschäftstätigkeit bei Party Pieces eine erfolgreiche Zukunft zu bieten, sondern sie versuchte auch, ihnen die Tugenden der Eigenständigkeit und Hingabe an ihre Arbeit zu vermitteln. Bildung hatte für die Familie Middleton schon immer einen hohen Stellenwert. Es lag in der Verantwortung von Carol und Michael, dafür zu sorgen, dass Kate eine hochwertige Ausbildung an berühmten Institutionen wie dem Marlborough College erhielt. Trotz ihres enormen Reichtums förderte Carol bei ihren Kindern ein Gefühl der Bescheidenheit. Durch ihre Erziehung wurde Kate beigebracht, höflich und fleißig zu sein, was ihr später dabei helfen sollte, eine Figur königlicher Autorität zu werden. Carol legte nicht nur Wert auf akademische Bildung, sondern betonte auch die Bedeutung von Familie und Zusammengehörigkeit. Sie half ihren Kindern dabei, starke Freundschaften untereinander aufzubauen, plante Familienausflüge und unterstützte Aktivitäten, die draußen stattfanden. Obwohl ihr Vermögen zunahm, wuchsen Kate und ihre Geschwister in einem Haushalt auf, der von Mitgefühl, Fürsorge und einem allgemeinen Sinn für Regelmäßigkeit geprägt war. Nach der Etablierung einer romantischen Beziehung zwischen Kate und Prinz William wurde Carols Rolle als Mutter deutlich wichtiger. Ihre Tochter konnte mit ihrer Hilfe die Hürden der öffentlichen Aufmerksamkeit überwinden und auf dem Boden bleiben. Obwohl Kate sich an den königlichen Lebensstil gewöhnt hatte, war Carol weiterhin eine verlässliche Quelle der Unterstützung und gab Rat und Tat, wann immer es nötig war. So wie sie sich intensiv für die Erziehung ihrer Tochter Kate engagierte, ist Carol Middleton nun begeistert von der Aussicht, Großmutter von Prinzessin Charlotte zu werden. Der Unterschied zwischen Carol und anderen königlichen Großeltern besteht darin, dass Carol sich aktiv am Leben ihrer Enkelkinder beteiligt und Wert darauf legt, Charlotte dieselben Grundwerte zu vermitteln, die Kate von ihren früheren Generationen gelernt hat. Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen Charlottes Erziehung und der Erziehung früherer königlicher Kinder. Am bemerkenswertesten ist die Konzentration auf ein normales Leben. In der Vergangenheit waren Gouvernanten für den Großteil der Betreuung königlicher Kinder verantwortlich und verbrachten nur sehr wenig Zeit mit ihren Familien. Auf der anderen Seite hat Carol wesentlich dazu beigetragen, dass Charlottes Kindheit entspannter war und sich auf die Bedeutung der Familie konzentrierte. Dies bietet Charlotte die Möglichkeit, an Aktivitäten teilzunehmen, die oft nur Jugendlichen vorbehalten sind. Vergleichbar mit Kates Kindheitserinnerungen unternimmt sie gerne Ausflüge in die Natur, spielt draußen mit ihren Geschwistern und fährt uneingeschränkt Fahrrad. Alle diese Aktivitäten sind vergleichbar mit Kates Jugend. Carols Anleitung hat Charlotte nicht nur dabei geholfen, sich in der Sphäre des Königshauses wohler zu fühlen, sondern hat ihr auch dabei geholfen, sich in gewöhnlichen Umgebungen wohler zu fühlen. Die unerschütterliche Liebe und Unterstützung,
die Carol Charlotte entgegengebracht hat, war für sie eine große Motivation. Es ist möglich, dass die Pflichten, in einer königlichen Familie aufzuwachsen, überwältigend sind. Dennoch bietet die Anwesenheit von Carol Charlotte eine sichere Umgebung, in der sie sich frei äußern kann. Durch das Vorlesen von Charlotte Gute-Nacht-Geschichten, die Teilnahme an intimen Gesprächen und das gemeinsame Verbringen wertvoller Zeit gibt Carol Charlotte ein Gefühl der Geborgenheit. Alle Qualitäten von Charlotte, einschließlich ihres Selbstbewusstseins, ihres lebenslustigen Auftretens und ihrer Fähigkeit, schon in jungen Jahren die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen, wurden von königlichen Experten gelobt. Die enorme Liebe und Aufmerksamkeit, die Charlotte von ihrer Familie und insbesondere von ihrer Großmutter erhält, trägt wesentlich zu ihrem starken Selbstbewusstsein bei. Charlotte wurde auf eine Weise erzogen, die sich von den üblichen königlichen Verfahren unterscheidet. Und Carol hat maßgeblich zu dieser Leistung beigetragen. Charlotte reift zu einer selbstbewussten Person heran, die sich der Verantwortung bewusst ist, die sie innerhalb der königlichen Familie trägt, sich aber nicht zulässt, dass diese Verantwortung vollständig definiert, wer sie ist, weil sie ist. Eine wichtige Lektion, die Carol Charlotte vermittelt hat, ist die Bedeutung der Selbstständigkeit und der Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln. Dies steht im Gegensatz zur Situation anderer königlicher Kinder, die oft von Dienern betreut werden. Carol hat Charlotte dazu motiviert, wichtige Lebenskompetenzen zu erwerben. Zu den Lektionen, die Charlotte erhält, gehört es, für ihr Eigentum verantwortlich zu sein, sich um ihre Sachen zu kümmern und bei einigen Hausarbeiten mitzuhelfen. Diese scheinbar kleinen Anweisungen helfen ihr, ein Gefühl der Hingabe und Entschlossenheit zu entwickeln, was beides von entscheidender Bedeutung sein wird, wenn sie älter wird und wichtigere Aufgaben im königlichen Haushalt übernimmt. Berichten zufolge hilft Charlotte ihrer Großmutter gerne bei der Gartenarbeit, beim Kochen und beim Versenden von Dankesbriefen. Alles Aktivitäten, die Carol ihren Kindern als einen wichtigen Punkt beigebracht hat. Klar ist jedoch, dass ihr Einfluss von langer Dauer sein wird, indem Carol dafür sorgt, dass Charlotte eine freudige und abwechslungsreiche Erziehung erlebt. Tut sie ihr Bestes, um Charlotte zu einer Prinzessin zu formen, die nicht nur bereit ist für die Verantwortung der königlichen Familie, sondern auch für das Leben außerhalb des Palastes. Angesichts dieser Technik werden die etablierten Honorarregeln in Frage gestellt. Anstatt durch strenge Palastgesetze eingeschränkt zu werden, reift Charlotte zu einem lebhaften, autarken und dynamischen Individuum heran. Dies ist ausschließlich der Fürsorge, dem Fachwissen und der Anleitung zu verdanken, die sie von ihrer Oma erhält. Carol trägt nicht nur zu Charlottes Entwicklung während ihrer prägenden Jahre bei, sondern spielt auch eine Rolle dabei, sie auf die Zukunft vorzubereiten. Charlotte lernt von Carol, ihrer Großmutter, wichtige Lebenskompetenzen, die ihr bei der Bewältigung der königlichen Aufgaben helfen werden, die von ihr erwartet werden. In ihrem Gespräch mit Charlotte betont sie, dass es zum Prinzessinnen-Dasein um mehr gehört, als sich nur an bestimmte Konventionen zu halten und einen Titel zu haben. Als Teil des Prozesses ist es notwendig, Eigenschaften wie Ehrlichkeit, Mitgefühl und Hingabe an den Tag zu legen. Ein Beispiel für die bleibende Bedeutung der frühkindlichen Bildung ist Carol Middletons Einfluss in einer Monarchie, die häufig Veränderungen unterworfen ist. Im Laufe ihrer beruflichen Entwicklung wird sich die Weisheit, die sie von ihrer Großmutter geerbt hat, als entscheidend erweisen, um sie zu einer selbstbewussten und vielseitigen Führungskraft zu machen. Was denken Sie? Hat Carol Middleton eine stille Wahrheit preisgegeben? Oder einen königlichen Sturm auslösen? Kommentieren Sie unten Ihre Gedanken. Liken Sie dieses Video, um Charlottes Zukunft zu unterstützen. Abonnieren Sie weitere königliche Enthüllungen und klicken Sie dann auf das nächste Video, das auf Ihrem Bildschirm erscheint. Denn hinter jedem König steht eine Familie, die die Geschichte prägt.